Oh, mein Name ist Peter Linke. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Promix GmbH. Promix ist ein Microsoft Dynamics Partner und schon seitdem es Microsoft Dynamics gibt. Also wir sind einer der Partner der ersten Stunde. In dem Umfeld von Dynamics sind wir unterwegs als Projektdienstleister. Das heißt, wir machen Projekte, CRM-Projekte. Auf der anderen Seite machen wir XRM-Projekte. So haben wir auch Lösungen für den Healthcare-Bereich, Sportmedizin, Physiotherapie und auch eine Lösung für das Management von Feuerwehren. Auf der anderen Seite, zusätzlich zu den Projekten, erstellen wir eben auch eigene IP und mit dieser eigenen IP sind wir ISV, das heißt Independent Software Vendor. Wir stellen also Erweiterungen, Add-ons zu Microsoft Dynamics her. Schwerpunkt da ist dann das ganze Thema Project Service Automation. Das heißt, wir haben eigene Add-ons zum Microsoft PSA oder Microsoft Dynamics PSA-Bereich. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Wir haben einen sehr interessanten Bezug zum Thema PSA. Denn Microsoft hat uns mal disruptiert. Die Promix hat eine eigene Lösung gehabt, die im Prinzip genau das Gleiche gemacht hat wie Microsoft PSA. Und die haben uns dann irgendwann mal erklärt in Amerika: Peter, pass auf, wir sind jetzt gerade dabei, dich zu disruptieren. Aber wir geben dir die Möglichkeit und die Chance, daran teilzuhaben an der neuen PSA-Lösung, die sie eben entwickelt haben. Das heißt, wir sind jetzt seit 5 Jahren mit dem Thema PSA unterwegs. Wir haben Microsoft geholfen bei der Entwicklung von PSA, direkt mit dem R&D-Department zusammen. Das heißt, mit wöchentlichen Meetings unserer Entwickler, deren Entwickler haben wir die Chance gehabt, fast 10 Jahre Erfahrung des Projektgeschäftes auch in das Thema PSA mit einfließen zu lassen. Das heißt also, für mich ist PSA der Augenblick am Anfang mal gewesen, wo man mir den Teppich unter den Füßen weggezogen hat. Und dann ist es im Prinzip jetzt die Situation eingetreten, dass ich wirklich geniale Geschäfte im kleinen, Mittel- und im Enterprise-Umfeld mit dem Thema PSA mache. Ich glaube schon, dass wir den Kunden ganzheitlich abholen. Das heißt, wir können und verstehen die Prozesse des Kunden. Wir haben sehr viel Branchen-Know-how im Discrete Manufacturing, im Professional Services Umfeld, dass wir hier wirklich den Kunden abholen können an der Stelle, wo er sich befindet. Wir können den mitnehmen, wir können ihn befähigen und durch diese Befähigung möglicherweise teilweise sogar auch so weit befähigen, dass er dieses Projekt oder Teile dieses Projektes im Nachgang auch wieder selber weiterführen kann. Das heißt, wir dienen als Berater und als fortwährender Berater und als Trusted Advisor im Endeffekt. Also wir sind der Trusted Advisor unserer Kunden und das können wir gut transportieren. Das transportieren wir am Anfang vielleicht nur durch unsere sehr guten Referenzen, die wir haben, dass der Kunde die Möglichkeit hat oder ein potenzieller Kunde die Möglichkeit hat, mit unseren Kunden in Kontakt zu kommen und zu verstehen, was können wir transportieren, wie funktionieren unsere Projekte, was ist der Benefit aus diesen Projekten. Das sind diese Dinge, die wir einem potenziellen Kunden mitgeben, ja, auf Basis unserer auf Basis unserer Erfahrungen, auf Basis unserer Projekte, die wir gemacht haben. Ja, besonders stolz kann man auf viele Sachen sein, aber das was mich richtig stolz, vielleicht ist auch stolz noch nicht mal so das richtige Wort, aber was halt wirklich eine wahnsinns geniale Erfahrung gewesen ist letztes Jahr die Keynote auf der Inspire und eine Woche später auf der Microsoft Ready. Also wirklich die Chance zu haben, mit einem hohen Exec, mit dem Judson, zusammen auf der Bühne zu stehen, ihm zusammen mit einem unserer Kunden, mit der HAP Berlin, einfach mit ihm zusammen die digitale Transformation der Partnerwelt zu zeigen, zu erzählen, wie das eben funktioniert. Den Judson dann sogar noch zum Feuerwehrmann zu machen, also hier wirklich eine richtige Show, mal so 20 Minuten gemacht zu haben, das hat mich schon stolz gemacht und das hat mir auch wahnsinnig weitergebracht, weil ich unheimlich viel Erfahrungen sammeln konnte, was ich vorher halt eben nicht gehabt habe. Ja, es ist irgendwie das Gefühl, wenn man mit Microsoft zusammenarbeitet, jedes Jahr hat man was Neues, jedes Jahr kommt irgendwas Neues, man erreicht immer wieder einen neuen Stand, einen neuen Status, man erreicht immer wieder, man erfährt immer mehr Dinge. Also die Erfahrung, die da einfach wächst, das ist das, was einen dann hinterher natürlich auch, ja, und wenn man dann auf der Bühne steht und man weiß, da sind 15.000 Leute und 100.000 Leute schauen zu, dann ist das eine geniale Erfahrung. Das Besondere an der Geschichte ist, dass es wirklich ein Paradebeispiel für die digitale Transformation ist. Der Kunde hat sich selber transformiert oder mit uns zusammen transformiert von On-Premise in die Cloud. Das ist der erste Schritt. Er hat seine Prozesse transformiert, er hat seine Mitarbeiter transformiert. Und
das wirklich super Geniale, er hat auch seine Produkte digital transformiert. Er bietet mittlerweile Produkte, die auf Azure laufen, seinen Kunden an. Im Thema Rauchgasinhalation oder in den Themen Evakuierungsszenarien sind es Azure-Themen, die eben von ihm angeboten werden an seine Kunden.